Wir sind Basti, Svenja und Pepper und wir reisen mittlerweile seit 2 Jahren mit unserem Van entlang der Panamericana. Nach wochenlanger atemberaubender Wüste und Vulkanlandschaft und vor allem viel Staub war es jedoch Zeit für Veränderung. Zeit, mal wieder was Neues zu erleben. Willkommen bei Neuland Stories und unserem Weg ans Ende der Welt. Was jetzt? Wir haben es finally geschafft. Der aufmerksame Zuschauer hat schon gesehen, dass wir nicht mehr auf dem Campingplatz sind. Wir sind endlich wieder unterwegs. Basti guckt mich ganz ungläubig an. Wir sind unterwegs. Ich bin happy, dass wir wieder unterwegs sind. Wir Voll. sind schon 4 Stunden aus Salta rausgefahren und haben eigentlich nur entlang der Straße an so einer kleinen Bucht hinter so einem Wall übernachtet. Irgendwie schon ein merkwürdiges Gefühl, was so ein nur Diebstahl mit einem macht, weil wir uns dann doch schon überlegt haben, sieht man uns hier von der Straße, können wir, also das haben wir so geparkt, dass wir schnell wegfahren können, falls jemand kommt, haben alles nochmal extra verschlossen und ja, irgendwie, also ich meine, wir sind schon auch davor, haben immer die Plätze gut ausgewählt, aber ich glaube, so im Hinterkopf haben wir das schon ein bisschen, dass wir uns Ja, jetzt vielleicht. extra Ja. drauf fokussiert haben, weil die Tage davor, vor dem Campingplatz, haben wir uns einfach irgendwo hingestellt und Naja. ja, nicht einfach so. Auf die Dinge, die du gerade genannt hast, haben wir eigentlich auch immer sonst geachtet. Ja, aber gestern Abend hatte ich das Gefühl, wir waren extra. Naja, vielleicht hat man es noch trotzdem ein bisschen mehr im Kopf. Das Ja. stimmt. Ja. Naja, auf jeden Fall war die Nacht aber super ruhig und haben den ersten Kaffee gemacht und jetzt muss ich noch das Obst und Gemüse, ich weiß gar nicht, wie nennt man das, abverpacken, damit das nicht schlecht wird. Wir waren nämlich noch auf diesem Gemüsemarkt nochmal, haben so viel gekauft und unser Kühlschrank ist so klein, dass wir das irgendwie gut verpacken müssen. Also wird abgewaschen, abgesippt und entweder eingefroren oder irgendwo im Kühlschrank verstaut. Viel einzufrieren ist auch nicht mehr Platz. Stimmt. 2 von 4. Das heißt ja immer, entweder man liebt ihn oder man hasst ihn. Den Koriander. Ich liebe ihn. Basti, kommst du? Ja, was Más o menos. Immer ein bisschen ist gut, zu viel ist schlecht. Ja, deshalb darf ich nie ins Gericht rein, sondern muss immer oben drauf. Ja. Was einfach unfassbar ist. Ich weiß gar nicht, wohin mit dem ganzen Kram. Los geht's. Los geht's. Bitte halten.
bin richtig happy, dass wir wieder on the road sind. Es macht aber richtig Spaß. Gute Straße, gutes Wetter, gute Laune. Und auf solchen Strecken braucht man immer gute Musik und eine richtig gute Playlist. Und die haben wir für euch jetzt zusammengestellt. Und für uns natürlich, hauptsächlich eigentlich. Aber ihr könnt auch reinhören, auf Spotify immer unterwegs. Da packen wir alle 2 Wochen, kommen da 4 neue Songs drauf. 2 von uns und 2 von unseren Gästen aus dem Podcast Panamericana Chat von uns in Zweimal um die Welt. Und die wird immer größer und ist perfekt zum lange Strecken fahren und kurze Strecken fahren. Wir sind auf der Ruta 16, Route Nummer 16 unterwegs und die führt einmal quer durch Argentinien und ist eine der längsten geradeaus-Strecken. Ich weiß gar nicht wie viele 100 Kilometer, aber bestimmt irgendwie 300-400 Kilometer nur geradeaus. Teilweise gute Straße, teilweise richtig schlechte Straße. Da kommt echt nach super eben geteerter Straße kommt ein Schlagloch, was es sowas von in sich hat. Halleluja! Hier am Seitenrand sind immer so, wie nennt man das denn? Ich wollte gerade schon Schwitzhütte sagen, aber wie nennt man das denn? Räucherhütten? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird irgendwas... Lehm-Iglos. Ja, so kleine Iglos. Iglos sind es auf jeden Fall. Wo irgendwas drin verbrannt wird. Und wir glauben, es ist Holzkohle. Weil wir wissen es nicht so genau. Aber das wäre die einzige logische Erklärung mit dem ganzen Holz hier auch. Finden wir nochmal raus. So, nachdem wir Fahrerwechsel gemacht haben, geht so langsam die Sonne unter und wir sind auf den letzten Metern. Wir haben jetzt noch so 10, 15 Minuten. Heute wird es ein bisschen unromantischer. Wir suchen uns praktikablen Platz. Hier in der Nähe ist eine Tankstelle, die eine ganz gute Fläche dahinter haben soll, wo man übernachten kann. Und irgendwie ein paar Picknicktische, das gucken wir uns mal an. Und da sind wir für heute auch wieder genug gefahren. Ich glaube, heute haben wir 5-6 Stunden. Ja, 6 Stunden sind wir schon gefahren. Und wir kommen unseren Wasserfällen immer näher. Und es geht weiterhin geradeaus. Stehen geblieben. Fahren wir hier runter schon. Das wird wahrscheinlich das da sein, oder? Nee, Leute, nö. Was ist los? Das sah uns ein bisschen zu sketchy aus. Ja, irgendwie haben wir uns da nicht wohl gefühlt. Irgendwie ganz viele Leute, die da rumsaßen und geraucht haben. Und der Bereich, wo man stehen hätte können, glaube ich, war auch abgesperrt. Und nee, fahren wir lieber noch mal ein bisschen weiter. Ja. Home, sweet home. Was sagst du? Bleib mal hier. Müssen wir wohl. Okay. Ja. Ich hoffe, die LKWs lassen nicht zu doll die Motoren laufen. Wir werden berichten. Hunger.
irgendwie ist es doch am besten, wenn man gerade so an einem Ort, wo man angekommen ist, wo man sich jetzt nicht so 100% wohlfühlt und wo viel LKW-Fahrer und keine Ahnung, viel Trubel ist noch. Ganz gut, wenn man irgendwie sich ablenkt und man so sein eigenes kleines Zuhause dabei hat und ja, man sich trotzdem irgendwie zu Hause fühlt, obwohl es hier echt ein bisschen sketchy ist auch, aber ja, das ist vielleicht auch echt das Schönste, dass wir unser eigenes Zuhause dabei haben und es uns trotzdem immer irgendwie heimlich machen können. Und Basti sich die Zeit vertreibt, um ein neues Projekt zu finden, was wir angehen wollen, wenn wir wieder zurück sind. Das wird aufregend. Kleiner Recherchen, Basti. Abwarten. Und du? Kleine Recherchen, Maus. Mein Sous-Chef. Das könnten wir jetzt jeden zweiten Tag essen. Ist echt lecker. So oft gibt es das aber nicht. Wir haben nochmal umgeparkt. Während des Kochens kam ein Security vorbei und hat geklopft und meinte, wir sollen doch besser lieber in seine Sichtweite fahren, weil da hinten, wo wir standen, zwischen den LKWs kann er uns nicht sehen und zu unserer eigenen Sicherheit wäre es besser, wenn wir hier nach vorne fahren und ja, da hat er uns im Auge. Sehr nett, aber wir hoffen natürlich, dass es hier nicht allzu gefährlich ist. Ja, stehen jetzt halt hier direkt hinter der Tankstelle. Aber hier sind auch direkt die Toiletten, das ist ganz praktisch. Und ja, ich glaube, es ist jetzt auch schon 9:30 oder so. 10. Ab in die Falle. Morgen früh soll es nämlich ein bisschen früher losgehen. Geradeaus, weiter. Weiter. Gerade. Was? Naja, der Spiegel rechts geht nicht. Ja, weiter. Ja. Passt. Was aber? Soweit. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones, unaware of where my heart would flow. I was waiting in the undertow, can't touch the bottom, sit into a tumble. Waves that shake me out of my skin. Never been so easy, losing my direction. My bearings have me south of home, but I've been wrong before. I was waiting in the undertow, set adrift with featherweight like bones. So abgefahren, wie krass sich die Landschaft verändert hat von Wüste, Staub, Gestein zu Sümpfe, Grün, Palmen, Tiere, ganz viele Vögel sind hier unterwegs. Ja, richtig
Richtig cool. Erinnert uns viel an Louisiana und auch einen Teil Florida. Zum Ende des Tages hat es jetzt hier nochmal ganz schön zugezogen. Ist ganz schön bewölkt. Aber stört uns eigentlich weniger, ne? Wir sind jetzt, ich weiß gar nicht, welcher Fluss es ist. Rio irgendwas. Der Fluss, der entlang der Grenze zwischen Argentinien und Paraguay verläuft. Und das ist ein Riesenfluss, richtig krass. Und da haben wir uns jetzt in den nächsten 10 Minuten einen kleinen Stellplatz ausgesucht. Und dann ist heute der Tag auch schon wieder vorbei und wir waren schon wieder irgendwie 6 Stunden unterwegs, ne? Ja. Aber fast geschafft. Fast geschafft. Vor? Okay. Klasse Busse. Der grüne ist ja der Knaller. Bananas gibt die Hörnchen. Geschafft! Passt? Ist okay für eine Nacht, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, einer der schönsten Plätze, den wir seit langem haben. Auch. Obwohl es dann direkt an der Straße ist. Müssen wir mehr nach da gucken. Also brauchen wir jetzt auch noch so einen. Geht so langsam kaputt. Bei uns kamen gerade die Security-Leute vorbei und haben gefragt, ob wir ihnen heißes Wasser machen können für ihren Tee. Und Basti guckt sich jetzt gerade ein Video an, weil hier in Nordargentinien gibt es so eine, wie heißt die Tasse? Calabasse. Calabasse. So eine Teetasse mit Strohhalm. Und der Strohhalm ist, glaube ich, quasi der Filter für den Tee. Ja. Und jeder hat hier so eine Thermoskanne dabei, um seine Teetasse nachzufüllen. Also hier laufen alle mit Thermoskannen und diesen kleinen Teepötten rum. Mit einer Calabasse. Mit Haben wir doch gerade Mit gelernt. einer Calabasse. Und witziger, also ich war gerade spazieren und als ich zurückkam, kamen die Security-Leute auf mich zu und haben gefragt, ob sie heißes Wasser haben können, weil ihr heißes Wasser leer ist. Und ich habe gesagt, klaro. Mal sehen, ob wir auch noch mit so einer Mate-Tasse aus Argentinien gehen. Wenn wir eine Calabasse hier zur Hälfte gefüllt haben, dann müssen wir schütteln. Das gibt ein bisschen. Oder? Ah, ja, so einen alten Schlappen. Ist das der ganz alte wieder oder haben wir noch so einen? Gracias.
allem immer vor Städten kommt immer eine Mautstation und wir bezahlen meistens immer so 1900, 2200 argentinische Pesos, was ungefähr 1,50, 2 Euro sind. Ja. Zwischen 1,50 und 2 Euro. Also, ja, völlig entspannt. Das einzige teure Land war wirklich Kolumbien Kolumbien war extrem teuer. mit Maut. Ja. Ja. Das ist witzigerweise auch ein Thema, worüber echt wenig gesprochen wird. Während Eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht, während man auf der Panamericana unterwegs ist, dass es so viele Mautgebühren gibt, vor allem in Kolumbien. Also es hatte niemand uns gesagt, dass man irgendwie Maut bezahlen muss. Und wir haben teilweise echt 10, 15 Euro bezahlt für Maut. 200 Euro nur für Ja. Maut bezahlen. Ja, das war richtig teuer. Bestimmt 200, ja. Naja, also es hat sich wirklich in jedem Land mit Maut durchgezogen. Ja. Bolivien war das einzige Land, wo es am wenigsten vorkam, würde ich sagen. Sonst immer regelmäßig. Ja. Und trotzdem schlechte Straßen. Wird auf jeden Fall mit jedem Kilometer wärmer und grüner. Haben jetzt noch so ungefähr knapp 3 Stunden Fahrt vor uns und dann begeben wir uns da auf den Campingplatz und morgen früh geht es dann zu den Wasserfällen. Wir haben es endlich geschafft. Krass. 4 Tage Fahrt. Mal sehen, ob es sich lohnt. Ich glaube schon, ich finde es jetzt schon voll cool hier. Ja, das stimmt. Bananenpflanzen wieder. Genau. Das sind ja witzige kleine Gärten. Gut, dass wir den anderen Weg gewählt haben. Plötzlich wieder ein ganz anderes Gefühl zu reisen irgendwie. Warum auch immer. Aber ist man immer noch im gleichen Land. Von 7 bis 21 Uhr. Wir sind jetzt noch eine halbe Stunde von den Wasserfällen entfernt und stehen hier auf einem richtig schönen Campingplatz direkt an einem See. Leider darf man im See nicht drin baden, aber wir werden jetzt gleich erstmal duschen. Es ist einfach so krass, wie viel wärmer es ist. Wir haben jetzt bestimmt 30, 31 Grad. Wir wussten schon gar nicht mehr, wie es ist zu schwitzen und wie warm es sein kann. Aber es ist richtig, richtig schön und wir freuen uns jetzt mega auf morgen und machen uns jetzt einen entspannten Abend. Gehen direkt duschen, weil die Duschen sind nur bis 6 Uhr warm. Wobei heiß braucht man sie ja gar nicht bei dem Wetter, aber ja. Tut richtig gut.
geht's. Zurück. Wir sind angekommen und Basti fühlt sich wie? Im Freizeitpark. Also, wer ihn kennt, den Hansa-Park, wo ich früher als Kind immer war. Jetzt freue ich mich auf die Achterbahn. Ja, wir warten auf die erste Achterbahn, aber ich glaube, Achterbahn ist heute nicht. Nee. Einen kleinen Zug nehmen wir wahrscheinlich. Aber es ist echt schon einiges los und es fühlt sich so richtig an, als wäre man richtig früh gekommen, damit man nicht so lange anstehen muss an der Achterbahn. Naja, es wird cool werden. Man hätte den Weg natürlich auch laufen können, aber warum laufen, wenn man Zug fahren kann? Wir warten jetzt ein bisschen, bis der erste Schwung Menschen abmarschiert ist und dann Echt? Ich glaube, das passiert hier nicht. Ich glaube, da kommen einfach immer mehr. Da vorne geht's runter. Abgefahren. Sieht so krass aus. Die Iguazu-Wasserfälle sind die größten Wasserfälle der Welt. Und schon beim Anblick von weitem erübrigt sich der Gedanke, ob sich der Umweg hierher wohl gelohnt hat. Sprachlos beobachteten wir die Wassermassen, die am Garganta del Diablo, dem Teufelsschlund, an manchen Stellen bis zu 82 Meter in die Tiefe stürzten. Wasser, soweit das Auge reicht.
Ein kühler Dunst verteilt sich in der Luft, während ununterbrochen Wasser über die Klippen rollt. Lediglich Vögel, die in der Felswand ihre Nester haben, kommen dem Wasser näher. Neben den Vögeln haben auch noch andere niedliche Lebewesen ihr Zuhause im Park. Es gibt aber auch noch weitere Möglichkeiten, andere Perspektiven der 2,7 Kilometer breiten Wasserfälle zu bekommen. Auf dem kleinen 2 Kilometer Rundweg Lower Trail steigt man zum Rio Iguazu ab und kann die Wasserfälle von unten betrachten. Die Aussichtspunkte sind spektakulär und wir hätten stundenlang die Wasserfälle beobachten können. Zum Schluss haben wir noch einen kleinen Kaiman vor die Linse bekommen, der sich zwischen den Steinen sonnt. Das war krass. Das war mega. Das war richtig cool. Das hat so viel Spaß gemacht. Und also wir haben jetzt 35.000, also so um die 30 € pro Person bezahlt. Aber es hat sich so gelohnt. Es war Und auch ich meine, es waren jetzt 4 Tage hierher und wieder 4 Tage zurück. Das ist natürlich insgesamt echt teuer für uns. So. Aber der Weg ist das Ziel und das Ziel war richtig cool dieses Mal. Ja, und das hat sich gelohnt. So viel Lust gemacht auf mehr. Und es hat so richtig wieder die Reiselust beflügelt. Das war richtig cool. Ja. Wir hoffen, euch hat der Trip hierher auch richtig gut gefallen. Wir beenden das Video für diese Woche und wenn dem so ist, wenn es euch gefallen hat, dann, ich bin mir sicher, es gibt ein Wasserfall-Emoji der Woche. Packt das neben das Support-Herz und liked das Video. Das unterstützt uns und unsere Arbeit und unseren Kanal hier. Und wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt und hier trotzdem zugeguckt habt, sowieso. Es ist ja umsonst. Dann lasst doch mal ein Abo da. Davon haben wir was. Das unterstützt uns ebenfalls. Und ihr habt sowieso was Genau, denn ihr verpasst kein weiteres Video mehr. Und das ist ja wohl Grund genug. Ja. So, das war's, oder? Ja. Danke. Ende.